Wenn man in einem Wörterbuch oder in irgendeinem staatlichen Gesetzbuch den Begriff Subversion nachschlägt, dann wird er meistens definiert als Teil von Aktivitäten, die zum Ziel haben, eine Religion oder eine Regierung zu zerstören oder das wirtschaftliche System eines Landes. Normalerweise verbindet man den Begriff mit Spionage und filmreifen Aktionen wie das Sprengen von Brücken oder das Entgleisen lassen von Zügen, Hollywood-Romantik eben. Worüber ich heute hier spreche, hat nichts zu tun mit dem Spionage-Klischee oder dem Schnüffeln von KGB-Agenten. Aus irgendeinem seltsamen Grund denken Leute, sowohl Hollywood-Filmemacher als auch Politikwissenschaftsprofessoren oder sogenannte Experten für sowjetische Angelegenheiten, wenn man den KGB erwähnt, irrigerweise sofort, dass es der größte Wunsch von Andropow und dem KGB sei, dass jemand im Westen Baupläne irgendeines Überschall-Düsenflugzeugs stiehlt und diese dann im sowjetischen Militärkomplex verkauft. Bring it back to Soviet Union and sell it to the Soviet military-industrial complex. Sowas ist nur ein Teil der Geheimdienstarbeit. Wenn wir betrachten, wie viel Zeit, Geld und personelle Ressourcen die Sowjetunion und insbesondere der KGB insgesamt außerhalb der eigenen Grenzen aufwendet, dann sehen wir, dass Spionage daran nur einen Anteil von 10 bis 15% ausmacht. Der Rest ist immer Subversion. Subversion im sowjetischen Sprachgebrauch bedeutet immer destruktive, aggressive Unterfangen, um ein fremdes Land oder eine ganze Region zu zerstören. Da gibt es keine Agentenromantik, keine gesprengten Brücken oder Mikrofilme, die in Cola-Dosen geschmuggelt werden. Kein James-Bond-Nonsens. Das meiste dieser Aktivitäten ist offen, legal und leicht zu sehen, wenn man ein wenig Zeit und Mühe in die Beobachtung investiert. Aber laut den Gesetzen und Strafverfolgungsbehörden in den westlichen Zivilisationen sind diese Aktivitäten legal. Man betrachtet es nicht als Verbrechen wegen Irrtümern und Begriffsverdrehungen. Als subversiv gilt nur, wer eine Brücke in die Luft jagen will. Nein, ein Subversiver ist ein Austauschstudent, der hierher kommt, ein Diplomat, ein Schauspieler, ein Künstler oder ein Journalist wie ich einst vor 10 Jahren. Subversion ist eine zweispurige Straße. Man kann einen Feind nicht untergraben, der nicht untergraben werden will. Nehmen wir die Geschichte von Japan als Beispiel. Vor dem 20. Jahrhundert war Japan eine sehr verschlossene Gesellschaft. Wenn ein fremdes Schiff an die Küste von Japan anlegte, geboten die kaiserlichen Soldaten der Besatzung höflichst zu verschwinden. Wenn ein amerikanischer Verkäufer vor 70 Jahren an der Küste Japans anlegte und sagte, ich habe einen wundervollen Staubsauger für euch, dann bekam er zu hören, bitte geh, wir brauchen deinen Staubsauger nicht. Wenn Fremde nicht gegangen sind, wurden sie erschossen. Die Japaner schützen ihre Kultur, ihre Ideologie, Werte und Traditionen. Man konnte Japan nicht untergraben. Man kann auch die Sowjetunion nicht untergraben, weil die Grenzen geschlossen sind, die Medien zensiert werden und die Bevölkerung kontrolliert wird vom KGB und der politischen Polizei. Mit all den schönen Hochglanzfotos in Time Magazine und Magazine America, das von der amerikanischen Botschaft in Moskau herausgegeben wird, kann man Russland nicht untergraben, weil diese Magazine die russische Bevölkerung gar nicht erreichen.
Sie werden von den Zeitungsständen runtergenommen und in den Müll geworfen. Subversion kann nur Erfolg haben, wenn der Initiator, der Agent, ein empfängliches Ziel hat. Die USA sind ein empfängliches Ziel. Umgekehrt gibt es keine Empfänglichkeit in der Sowjetunion für amerikanische Subversion. Die Theorie der Subversion geht beinahe 2500 Jahre zurück. Der chinesische Philosoph Sun Tzu war der Erste, der die Regeln der Subversion aufgeschrieben hatte. Im alten China war er ein Berater gewesen. Nach langem Nachdenken sagte er, wenn man die eigene staatliche Politik mit Gewalt umsetzen will, dann ist es am kontraproduktivsten, barbarischsten und ineffektivsten, auf dem Schlachtfeld zu kämpfen. Man sagt ja, dass Krieg nur die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln ist. Der nackte Kampf aber ist idiotisch. Es ist die höchste Kriegskunst, überhaupt nicht mit Waffen zu kämpfen. Stattdessen will man alles untergraben, was im Feindesland einen Wert hat. Solange bis die Realitätswahrnehmung des Feindes dermaßen kaputt ist, dass er dich gar nicht mehr als Feind wahrnimmt. Dass dein System, deine Zivilisation, deine Ziele als Alternative betrachtet werden. Nicht unbedingt als schöne Alternative, aber zumindest doch als praktikabel, als besser. Man will die Subversion so weit treiben, dass man schlussendlich den Feind einnehmen kann, ohne eine einzige Kugel abzufeuern. Sehen Sie, es geht ohne Brücken zu sprengen. Natürlich wusste Sun Tzu über das Sprengen von Brücken. Vielleicht gab es damals nicht so viele Brücken. In der UdSSR werden die Grundlagen der Subversion allen Schülern der KGB-Einrichtungen und der Militärakademien beigebracht. Ich weiß nicht, ob diese Lektüre Standard ist für alle amerikanischen Offiziere, geschweige denn für die gewöhnlichen Schüler der Politikwissenschaft. Ich hatte Schwierigkeiten, Exemplare von Sun Tzus Werk zu finden in den Universitätsbüchereien in Toronto und später Los Angeles. Für Schüler, die eine Karriere in der UdSSR vor sich haben, ist es Pflichtlektüre. Subversion verläuft in 4 Phasen. Die erste Phase nennt man Demoralisierung. Es dauert rund 15 bis 20 Jahre, um eine Gesellschaft zu demoralisieren. So lange braucht man, um eine einzige Generation zu erziehen. In diesem Zeitrahmen lernt ein Mensch, formt seine Weltsicht, seine Persönlichkeit, seine Ideologie.
Die Werkzeuge sind Infiltrierung, Propaganda, direkte Kontakte und so weiter, in Bezug auf alles, was die öffentliche Meinung beeinflusst. Religion, das Bildungssystem, das gesellschaftliche Leben, Politik und die Strafverfolgungsbehörden, das Militär sowie die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das Wirtschaftsleben. Manchmal, wenn ich die Methoden beschreibe, fragen mich Leute, sind sie sicher, dass dieses und jenes auf den sowjetischen Einfluss zurückzuführen ist? Nicht unbedingt. Die Taktik der Subversion ähnelt physischen Kampfsportkünsten. Wenn ein Gegner größer und schwerer ist als Sie, dann wäre es sehr schmerzhaft, zu versuchen, seinen direkten Schlag zu blocken. Wenn mich ein stärkerer Gegner im Gesicht treffen will, dann wäre es unklug, seinen Schlag direkt blocken zu wollen. Im japanischen und chinesischen Kampfsport lernt man, dem Schlag auszuweichen, die Faust seines Feindes dabei zu greifen und die Bewegung der Faust in dieselbe Richtung weiterzuführen, bis er dann gegen die Wand kracht. Das Land, das man angreifen möchte, begeht garantiert irgendwelche Schandtaten. Wenn es sich um eine freie, demokratische Gesellschaft handelt, dann gibt es darin eine Vielzahl an Bewegungen. In jeder Gesellschaft gibt es Menschen, die gegen die Gesellschaft sind. Das können gewöhnliche Kriminelle sein, Leute, die eine andere Ideologie vertreten als der Staat, gewissenhafte Feinde oder Psychotiker, die einfach gegen alles sind. Und dann gibt es noch eine kleine Anzahl an Agenten, die für fremde Nationen arbeiten. Gekauft, rekrutiert, umgedreht. Sobald all diese einzelnen Bewegungen in eine einzige Richtung gehen, muss man sie greifen und in die gleiche Richtung weiterziehen. So lange, bis die Gesamtbewegung die Gesellschaft in den Kollaps, in die Krise zwingt. Das ist die Taktik aus der Kampfkunst. Wir stoppen den Feind nicht. Wir lassen ihn weitergehen. Wir helfen ihm noch dabei, in unsere gewünschte Richtung zu gehen. In der Phase der Demoralisierung macht man sich also die Strömungen in einem Land oder einer Gesellschaft zunutze, die gegen die grundlegenden moralischen Werte und Prinzipien sind. Von diesen Strömungen zu profitieren, ist das Hauptziel der subversiven Agenten. Religion, das Bildungssystem, das gesellschaftliche Leben, Politik, die Strafverfolgungsbehörden, das Militär sowie die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Wirtschaft. Auf diese Bereiche zielt Subversion ab. Religion will man zerstören, lächerlich machen. Sie ersetzen durch diverse Sekten und Kulte, die die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen. Egal wie naiv und primitiv diese Ersatzkulte sind. Hauptsache, die führende Religion wird schrittweise untergraben und sie erfüllt nicht mehr die Aufgabe, die Leute mit Gott zu verbinden. Man ersetzt etablierte, respektierte religiöse Organisationen mit Fake-Organisationen. Im Bildungssystem hält man die Schüler davon ab, pragmatische, konstruktive, effiziente Dinge zu lernen. Statt Mathematik, Physik, Fremdsprachen, Chemie, lehrt man sie nutzlose Geschichte, Bioessen, Energiesparen, Sex. Hauptsache Ablenkung.
Man ersetzt etablierte, traditionelle Organisationen mit Fake-Organisationen. Man nimmt den Menschen die Initiative, ihre Verantwortung, ihre natürlichen Interaktionen untereinander sowie zwischen Gruppen und der Gesellschaft insgesamt. Man etabliert stattdessen künstliche, bürokratisch verwaltete Körperschaften. Statt echten sozialen Bindungen und nachbarschaftlicher Freundschaft etabliert man Sozialarbeiter und Sozialeinrichtungen. Funktionsträger auf der Gehaltsliste der Bürokratie. Das Wichtige für den Sozialarbeiter sind nicht Sie und Ihre Familie oder irgendwelche sozialen Bindungen, sondern sein Gehaltscheck. Die Sozialfunktionäre entwickeln alle möglichen hochtrabenden Konzepte, um der Bevölkerung und der Regierung vorzugaukeln, sie seien nützlich.